Hallo zusammen, willkommen bei Finance Fellows, eurem Kanal für Finanzbildung. Mein Name ist Marcel. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal den Ratschlag gehört, nicht alle Eier in einen Korb zu legen. In diesem Zusammenhang ist dann auch oftmals die Rede von einem Fonds bzw. einem Investmentfonds. Doch was ist das eigentlich genau? Wir erklären es euch in diesem Video. Dabei starten wir zunächst einmal mit etwas ganz Grundsätzlichem, nämlich der Motivation hinter einem Fonds, bevor wir uns dann den Aufbau und die Funktionsweise genauer anschauen. Zum Schluss vergleichen wir dann noch einmal Fondsinvestitionen mit Einzelwertinvestitionen und arbeiten Vor- und Nachteile aus. Und jetzt viel Spaß beim Video! Investitionen in Wertpapiere stellen eine gute Möglichkeit dar, langfristig Vermögen zum Beispiel für die Altersvorsorge aufzubauen. Privatanleger haben dabei die Möglichkeit, direkt über die Börse zum Beispiel in Aktien oder auch Anleihen zu investieren. Dabei hört und liest man ja häufig den Ratschlag, nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Aber was ist damit gemeint? Gehen wir in einem vereinfachten Beispiel davon aus, dass wir 1000 Euro in ein Unternehmen investieren. Geht dieses dann insolvent, also pleite, ist unser investiertes Geld auf einen Schlag weg. Als Aktionäre sind wir nämlich Miteigentümer und haften mit unserem eingesetzten Kapital. Hätten wir hingegen gleichermaßen zum Beispiel in 4 unterschiedliche Unternehmen investiert und eines wäre dann pleite gegangen, hätten wir unseren Verlust auf 250 Euro begrenzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass nämlich alle 4 Unternehmen insolvent gehen, ist deutlich geringer. Dieses Investieren in mehrere Unternehmen mit dem Ziel der Risikostreuung nennt man auch Diversifikation. Im Optimalfall findet eine solche Streuung über viele Unternehmen, mehrere Branchen, Länder und sogar Anlageklassen hinweg statt. Dadurch können zum Beispiel auch extreme Kursschwankungen im Depot reduziert werden. Dabei wird aber vielleicht auch schon deutlich, dass diese Art zu investieren eine gewisse Menge an Geld und viel Bereitschaft voraussetzt, sich mit den Unternehmen und der Wirtschaft intensiv zu beschäftigen. Dass das nicht alle Menschen können und wollen, liegt dabei auf der Hand. Investmentfonds bieten hier eine Möglichkeit, mit verhältnismäßig geringem Aufwand trotzdem an der Wirtschaft teilzunehmen. Was ist also ein Fonds? Auch wenn vom Namen her ähnlich, hat es dabei nichts mit einer Basis Suppe zu tun. Dennoch stellt der Suppentopf eine gute Eselsbrücke dar. Vereinfacht gesagt wird nämlich mit einem Fonds das Geld mehrerer Anleger in einem Topf gesammelt. Mithilfe eines professionellen Fondsmanagements kann so gemeinsam mit dem Ziel des Anlegernutzens nach dem Grundsatz der Risikomischung besser am Kapitalmarkt, zum Beispiel in Wertpapiere, investiert werden. Anleger können so entsprechend ihrer eingezahlten Summe von Wertsteigerung und Erträgen profitieren, die der Fonds erwirtschaftet. Hier wird erkennbar, dass es sich um eine indirekte Teilnahme an der Wirtschaft handelt. Der Fonds ist gewissermaßen Kontaktstelle zwischen Anlegern und Wirtschaft. Die Philosophie des gemeinschaftlichen Investierens wurde schon beim ersten Fonds sichtbar. 1774 gründete der niederländische Kaufmann Adriaen van Kettwig den weltweit ersten Gemeinschaftsfonds mit dem Namen Eintracht macht stark. Je nachdem, ob Investoren ihr Geld flexibel ein- und auszahlen können, unterscheidet man zwischen offenen und geschlossenen Investmentfonds. Dafür Privatanleger relevant und vor allen Dingen auch sicherer, konzentrieren wir uns in diesem Video auf die offenen Investmentfonds und verwenden fortan synonym den Begriff Fonds. Gucken wir uns die Funktionsweise jetzt genauer an. Zunächst einmal zahlen Anleger Geld in einen Fonds ein und bekommen dafür Anteilsscheine. Dabei können sie das Geld entweder in Form eines Einmalbetrages oder regelmäßig über einen Sparplan einzahlen. Dies ist dann meistens schon mit kleinen Summen, zum Beispiel ab 25 Euro pro Monat möglich. Die Gelder werden im Fonds gebündelt und dann in unterschiedliche Anlageklassen investiert. Die bekanntesten Fondsarten sind dabei Aktien, Renten, Misch- und sogenannte Indexfonds. Aktienfonds investieren, wie der Name schon erkennen lässt, schwerpunktmäßig in Aktien. Rentenfonds kaufen hingegen Anleihen von Unternehmen oder auch Staaten. Mischfonds kombinieren unterschiedliche Anlagen, wie zum Beispiel Aktien und Anleihen. Indexfonds wiederum kaufen und gewichten Wertpapiere so,
dass sie die Entwicklung eines Index, wie zum Beispiel den DAX oder auch den MSCI World, so exakt wie möglich abbilden. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Arten, wie zum Beispiel offene Immobilienfonds oder auch Geldmarktfonds, auf die wir hier aber nicht näher eingehen wollen. Anleger sind also entsprechend ihrer gehaltenen Anteile indirekt an den im Fonds gehaltenen Wertpapieren beteiligt. Das bedeutet, steigt der Wert der Wertpapiere, steigt auch der Wert des Fonds und somit der Wert der Anteile jedes einzelnen Anlegers. Der Inhalt des Fonds und die genaue Auswahl der Anlagen wird von einem sogenannten Fondsmanagement bestimmt. Je nach Art der Verwaltung wird unterschieden in aktiv und passiv gemanagte Fonds. Bei aktiv gemanagten Fonds entscheidet das Fondsmanagement aktiv über die Zusammensetzung des Investmentvermögens. Insbesondere bei Aktienfonds ist es dabei das Ziel, eine höhere Rendite zu erwirtschaften als breit aufgestellte Marktindizes. In diesem Zusammenhang ist dann auch oftmals die Rede davon, den Markt schlagen zu wollen. Das Management versucht in diesem Fall zum Beispiel Unternehmen zu identifizieren, die unterbewertet scheinen und in Zukunft im Wert steigen werden. Passiv gemanagte Fonds hingegen haben nicht das Ziel, einen Markt zu schlagen, sondern diesen so exakt wie möglich nachzubilden. Hierfür werden unterschiedliche Indizes verwendet, wie zum Beispiel bei Aktien der DAX oder auch der MSCI World. Deshalb werden sie auch Indexfonds genannt. Das bedeutet, dass sich die Wahl und Gewichtung der im Fonds befindlichen Werte an einem gewählten Index orientieren. Demnach sind auch keine individuellen Analysen und auch kein aktives Management notwendig. Mit dem Ergebnis, dass dadurch die laufenden Kosten im Vergleich deutlich geringer ausfallen. Erwirtschaftet ein Fonds Erträge, werden diese an die Anleger ausgezahlt. Dabei handelt es sich meistens, je nach Anlageklasse, um Dividenden oder Zinsen. Je nachdem, wie die Erträge verwendet werden, kann unterschieden werden zwischen einem ausschüttenden und einem thesaurierenden Fonds. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge dem Anleger entsprechend seiner gehaltenen Anteile ausgezahlt. Bei thesaurierenden werden sie wieder direkt reinvestiert. Dadurch können Anleger ohne aktives Zutun automatisch vom Zinseszinseffekt profitieren. Einen Fonds auflegen, verwalten und ein Fondsmanagement beauftragen können sogenannte Kapitalverwaltungsgesellschaften. Oftmals werden sie auch Fondsgesellschaften genannt. Deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaften unterliegen dem Kapitalanlagegesetz und werden von der BaFin zugelassen und beaufsichtigt. Eine in diesem Zusammenhang für Anleger entscheidende Regel ist, dass das Vermögen der Gesellschaft von dem Vermögen des Fonds getrennt ist und separat, nämlich bei einer Verwahrstelle, verwahrt wird. Das bedeutet, dass im Falle einer Insolvenz der Kapitalverwaltungsgesellschaft das Investmentvermögen von der Konkursmasse unberührt bleibt. Die Anleger sind und bleiben also jederzeit Eigentümer der im Fonds befindlichen Wertpapiere. Die Fondsgesellschaft verwaltet das Vermögen lediglich als Treuhänder. Ein weiterer wichtiger Aspekt für Anleger ist, dass sie nicht nur neue Anteile flexibel kaufen können, sondern ihre gehaltenen Anteilsscheine grundsätzlich auch jederzeit an die Gesellschaft zurückgeben können. Ausnahmen gibt es nur bei außergewöhnlichen Umständen. Hier können Fondsgesellschaften die Rücknahme von Anteilen dann vorübergehend aussetzen. Fondsanteile können aber auch fortlaufend über Börsen gehandelt werden. Fonds, die ausschließlich mit dem Ziel eines börslichen Handels aufgelegt werden, werden Exchange Traded Funds genannt. Wie Indexfonds versuchen sie die Wertentwicklung eines Index so exakt wie möglich nachzubilden. Jetzt, wo wir die grundsätzliche Funktionsweise kennen, widmen wir uns einem weiteren wichtigen Thema, nämlich den Kosten, die zusätzlich zum Kauf anfallen. Hier ist Fonds nicht gleich Fonds. Eine genaue Analyse ist deshalb ratsam. Grob können die Kosten in einmalige und jährlich laufende Kosten aufgeteilt werden. Einmalige Kosten fallen beim Kauf an und sind zum Beispiel Ausgabeaufschläge. Sie werden fällig, wenn Fondsanteile über Vertriebspartner der Fondsgesellschaften, wie zum Beispiel Banken, gekauft werden. Sie berechnen sich auf Basis des Anteilwertes und liegen in der Regel zwischen 3 und 5%. Bei ETF entfallen diese Kosten, da sie wie Aktien direkt an der Börse frei gehandelt werden können. Die laufenden Kosten werden jährlich direkt aus dem Fondsvermögen entnommen.
Sie decken Verwaltungsgebühren, Verwahrstellenvergütungen und sonstige Aufwendungen wie zum Beispiel Kosten für die Wirtschafts- und Steuerprüfung ab. Sie alle werden zu einer sogenannten Gesamtkostenquote, dem Total Expense Ratio, zusammengefasst. So fallen bei aktiv gemanagten Fonds in der Regel zwischen 1 und 2,5% des Fondsvermögens an und schmälern so dessen Ertrag. Darüber hinaus können bei aktiv gemanagten Fonds ebenfalls erfolgsabhängige Vergütungen wie zum Beispiel eine Performance-Fee anfallen. Das bedeutet, wenn der Fonds besser als eine gewählte Benchmark performt, können für die zusätzliche Wertentwicklung Gebühren anfallen. Bei Misserfolg fallen diese zusätzlichen Kosten aber nicht an. Passive Fonds, wie zum Beispiel ETF, sind auch an dieser Stelle deutlich günstiger. Hier betragen die laufenden Kosten in der Regel nur zwischen 0,15 und 0,8%. Betrachten wir zum Schluss nochmal die Vor- und Nachteile offener Investmentfonds, immer auch im Vergleich zu Einzelinvestments. Zunächst einmal bieten Fonds Anlegern den Vorteil, dass in sie auch schon mit kleinen Summen, meist ab 25 € monatlich, investiert werden kann. Einmal den richtigen Fonds recherchiert und ausgewählt, sind die Folgeaufwände für Anleger, zum Beispiel für weitere Recherchen, minimal. Aufgrund der breit gefächerten Investitionen findet zudem eine gute Diversifikation statt. Darüber hinaus können Anleger ihre Anteile in der Regel flexibel, meist täglich kaufen und verkaufen. Zum Schluss können Investmentfonds auch dahingehend als sicher bezeichnet werden, da das Investitionsvermögen immer vom Vermögen der Kapitalverwaltungsgesellschaft getrennt wird. Nachteilig wirken sich insbesondere bei aktiv gemanagten Fonds die erhöhten Kosten zum Beispiel für Ausgabeaufschläge und Verwaltung aus. Auch ist bei aktiv gemanagten Fonds nicht immer klar erkennen und nachvollziehbar, nach welchen Regeln genau einzelne Wertpapiere ausgewählt werden. Anders als bei direkten Investitionen in Aktien haben Anleger bei der indirekten Anlage mit Fonds kein Mitspracherecht auf der Hauptversammlung. Dieses wird von den Fondsgesellschaften wahrgenommen. In diesem Zusammenhang bleibt natürlich auch hier zu sagen, dass den Renditechancen bei Investmentfonds immer auch Risiken in Form von Wertverlusten und Kursschwankungen gegenüberstehen. Rendite kommt eben von Risiko. Deshalb gilt für jede Art von Investment: Seid euch im Klaren über eure eigene Risikotragfähigkeit und die dazu passende Anlagestrategie. Hat euch das Video gefallen? Dann schenkt uns eine positive Bewertung und abonniert unseren Kanal. Das motiviert uns, für euch auch in Zukunft tolle Erklärvideos zu erstellen. Wenn ihr Fragen zum Video oder Wünsche für ein neues Thema habt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.